Yatha yatha atma parimajjate aso matpunnagatha savano vidhani tatha tatha passati vastu suksham chakshusaiva anjano samprayuktam Yatha yatha atma parimajjate aso matpunnagatha savano vidhani Tatha tatha passati vastu suksham chakshusaiva anjano samprayuktam. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada told, Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada hat gesagt, dass wir die höchste Persönlichkeit sehen können. Es ist nicht möglich, die höchste Persönlichkeit Gottes zu sehen. Weil wir haben als materielle Sinne, materiellen Geist. Er hat schon oftmals uns gesagt, von der Bhagavad Gita, wo Sri Krishna sagt, Bhumir Apanola Vayolo. Also aller Geist, die Sinne, die sind alle materiell. Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada hat gesagt, es ist nicht möglich, zu dem Zeitpunkt in der Konditionierung die höchste Persönlichkeit Gottes zu sehen. Anstattdessen soll man Bhakti auf die Art und Weise ausführen, dass eben er selber interessiert ist, uns zu sehen. Wenn wir zum Beispiel Kajal, wenn wir zum Beispiel Kajal auf die Augen geben, so eine ayurvedische Medizin, also wenn wir das machen, nachher wird von Zeit zu Zeit wird die Sichtweise für uns besser. Und das ist das Gleiche, das sagt der Vers im Srimad Bhagavatam. Chaitanya Mahaprabhu hat gesagt, Cheto Tarpanamarjanam. Was bedeutet es, dass man das Herz reinigt? Also wie reinigt man das Herz? Um das Herz zu reinigen, musst du von reine Vaishnavas Harikatha hören. Hari Kirtan, Nam Sankirtan, Harikatha. Das kann alles dein Herz reinigen. Das ist der Vorgang. So wie Gundicha Marjanam. Das ist dasselbe Beispiel. Chaitanya Mahaprabhu hat das Lila gemacht, wo er den Tempel gereinigt hat von Gundicha. Das bedeutet, das Herz zu reinigen. Dass eben dann der höchste Persönlichkeit Gottes in deinem Herz sitzen kann. Er hat schon viele Mal gesagt. Also wenn man nicht die Beziehung mit Ananta Devi als erstes aufbauen, nachher kann die höchste Persönlichkeit nicht Platz nehmen, weil er ist der Asana Ananta Devi. Also Krishna kann nur dort sitzen auf dem Asana von Anantana. Wo schon will er sitzen? Es ist alles dreckig und verunreinigt in unserem Herzen. So zuerst reinigt das Herz und nachher lädt Ananta Devi ein. Und nachher kommt Krishna und sitzt dort. Und der Vers im Srimad Bhagavatam sagt selber. Dort sagt Krishna zu Uddhav, also wenn du Harikatha hörst, Hari oder Kirtan, Sankirtan, für lange Zeit, die ganzen Lilas, dann wirst du bemerken, dass dein Herz von Zeit zu Zeit reiner wird. Wenn du eben die Möglichkeit hast, von einem wirklich reinen Vaishnava zu hören, Harikatha. Und sonst nicht da. Das muss ein reiner Vaishnava sein. So, wir sind alles gefallene Seelen. So, wenn du jetzt viele Vergehen begangen hast, dann kann es auch nicht sein, dass du wirklich deine Kapazität zu hören
entwickeln kannst, weil dann wärst du nicht inspiriert. Aber wenn wirklich eine reine Persönlichkeit kommt, durch das Apparat, durch das Vergehen, hast du dann kein Interesse in die Harikatha. Das bedeutet, es ist wirklich ein großes Vergehen, was du begangen hast. Also der Apparat, das Vergehen, das tut dann dein ganzes Bewusstsein verdecken. Und somit hat er kein Interesse. Und der Punkt ist der, Yata Yata Atma Parijeta, der wäre es von Srimad Bhagavatam. Vastu Suksha bedeutet, also wenn wir das anschauen, das Kajal auf die Augen geben, nachher wird unsere Vision zu sehen besser und wir können feine Dinge sehen. Also Krishna sagt zu Uddhav, also wenn du das anschauen auf die Augen gibst, nachher kannst du die Sichtweise verbessern. Und das Gleiche ist, wenn du herrschst, die Harikatha nachher mehr und mehr kannst du das, dein Bewusstsein erhöhen und das mehr verstehen. Also dein Bewusstsein muss zu dem Level gehen. Guru Vaishnava. Also es muss auf die Stufe gehen, auf das Chaitanya. Chaitanya bedeutet Bewusstsein. Also das hohe Bewusstsein, das höchste Bewusstsein. Und dann hast du die Möglichkeit, die höchste Persönlichkeit zu sehen. Okay, Dhruva Maharaj, Prahlad Maharaj, die können die höchste Persönlichkeit Gottes sehen. Also all die Geweihten von Chaitanya Mahaprabhu, die können Chaitanya Mahaprabhu sehen. Können sie ihn sehen oder nicht? Ja, sie können sehen. Ja, sie können ihn sehen. Aber Chapal Gopal zum Beispiel hat nicht sehen können. Die dämonischen eingestellten Leute, die sind auch alle mit Mahaprabhu sind sie begegnet, aber die haben nicht ihn erkennen können. Die verstehen, oh, das ist eine Persönlichkeit, ein normaler Mensch, das ist nicht der wirkliche Darshan. Also die sehen Laie an Bude, was da geht. Das ist nicht der wirkliche Darshan. Also wenn dir dein Bewusstsein hilft, wenn du gesegnet bist, nachher kannst du die höchste Persönlichkeit sehen. Ansonsten ist es nicht möglich. Und du musst dein Bewusstsein auf die Stufe erhöhen. Andererweise ist es nicht möglich. Also auch wenn du Fragen geben willst, bevor am Vaishnava, nachher musst du auch Qualität haben. Du musst eine gewisse Qualität haben. Also, wenn du hast keine Qualitäten, nachher, wie kannst du überhaupt Fragen stellen? Da ist es besser, also es ist nicht so, dass man alle Fragen stellen kann zu den Vaishnavas. Da muss man schon ein gewisses Verständnis haben. Man kann nicht einfach hingehen und all die blöden Fragen stellen. Also in Chaitanya Mahaprabhu, wo er tanzt hat, im Puri, in 7 Gruppen, aber jeder hat einen Einzelnen gesehen, in seiner Gruppe. Also die sehen Mahaprabhu, aber die können nicht die Opulenz sehen, dass er wirklich in alle 7 Gruppen gleichzeitig tanzt. Das wollte er eben nur denen sagen, wie Prataparvada Maharaj,
und so weiter. Aber das bedeutet nicht, dass die ihn nicht wirklich gesehen haben. Die haben nur die Opulenz nicht gesehen, dass er in 7 Gruppen tanzt. So, deswegen der Punkt ist, wenn du nicht Zuflucht suchst, beim reinen Vaishnava, nachher kannst du die Harikatha nicht verdauen. Also er spricht ganz klar über das. Du musst ganz Zuflucht nehmen zu 100% beim reinen Vaishnava. Nicht, dass du Einweihung nimmst und dein Bewusstsein jetzt noch nicht entwickelt hast, dann bedeutet das, dass du noch nicht wirklich Zuflucht gesucht hast bei ihm. Da hat man nicht wirklich Zuflucht gesucht. Das ist mein Fehler. Solange du nicht wirklich Zuflucht gesucht hast bei so einem reinen Vaishnava, dann kannst du nicht Harikatha wirklich verstehen. Und wenn du erhören kannst davon, dann kannst du es nicht verdauen. Und nachher kommen so viele unnötige Fragen auf. Also die Basis. Also das letzte Mal hat er uns gesagt, wenn die höchste Persönlichkeit Chaitanya Mahaprabhu jetzt da stehen würde, dann können wir ihn nicht sehen, weil wir blind sind. Und der andere Punkt kann auch noch da sein, dass eben du nicht sehen kannst, weil Chaitanya Mahaprabhu es nicht will. Und er kann da ein Beispiel geben vom Jaivadharma. Im Jaivadharma, Raghunath Das Babaji Maharaj, der ist im Srivasangan. Und da sind zwei gekommen und die nehmen bei ihm Diksha-Einweihung, volle Barmherzigkeit. Für lange Zeit haben die Harikatha gekocht und von ihm Barmherzigkeit gekriegt. Und er hat sie voll gesegnet. Und nachher eines Tages hat er einen Diksha-Gang gegeben. Und nachher haben sie ein Fest gemacht. Ein Fest organisiert. Warum? Weil sie eben jetzt Diksha-Einweihung genommen haben. So, deswegen machen sie ein großes Fest. Utsav. So, sie machen Prasadam-Fest. In dem Fest, wenn die Devotees, wenn die Prasadam nehmen, und die, was es Prasadam zu sich nehmen, die werden alle verrückt. Die hören auf einmal auf, weil eben wirklich ein Wunder passiert. Die Segen, Sachimata, Malinimata, Panchatattva, alle erkennen sie, die verteilen das Prasadam dort. Die sehen alle, die sehen Chaitanya Mahaprabhu, Gauranga Mahaprabhu, alle Parishats, alle Geweihten sehen sie. Adyapi Lila Korarai Konkum Bhagavan Bhagavan. Also es ist jetzt möglich, heute zu der Zeit, das Lila ist da, aber man muss vom Glück begünstigt sein, nachher kann man das sehen. Es ist da, das Lila, Chaitanya Mahaprabhu, alle, die sind da, aber wir können es nicht sehen, wir sind blind. Aber die, was reine Vaishnava sein, die tun chanten die heiligen Namen und die segen immer Krishna in Navadvipa, Krishna in Vrindavan, die müssen nirgends hingehen, die segen das in heiligen Namen. Also die singen das ganz klar. Also der Napoleon, der hat auch gesagt, unmöglich ist ein Wort, es findet man nur in einem Wörterbuch von einem Idioten. So, alles ist möglich, wenn du wirklich Bhajan machen kannst. Zur heutigen Zeit ist es sehr, sehr schwer. Das ist ein großes Problem. Weil wir eben keine richtige Führung haben. Wir kriegen Geld, wir kriegen Tempels und so viele Dinge, aber Personen, die was uns wirklich leiten können, sind nicht da. Wir sind nicht interessiert, Klassen zu hören von irgendwelchen, die was
nach außen sich so sorgen, sondern wir wollen wirklich das hören, was die im Herzen tragen. So wie zum Beispiel Srila Bhaktivinoda Thakur, die direkten Gefühle, wie Srila Bhaktivinoda Pramod Puri Goswami Maharaj und so weiter. Das wollen wir hören. Nicht der auswendig gelernte Harikatha, was man dann aufspricht, vorspricht. Gaura Shakti Swarupaya. Gaura Shakti Swarupaya, Vigraha, we speak in Pranam Mantra. Si Gaura Karuna Shakti Vigraha Namastiti. What does it mean? Was bedeutet das? What does it mean? What does it mean? Si Gaura Karuna Shakti. That means, when my Gurudev expressing karuna to me, mercy to me, it is also Shakti. Also wenn der Gurudev, der gibt uns Barmherzigkeit nach, und ist das auch die Shakti von Gaur-Navami. Also in der materiellen Welt, das sind so viele Universen, die kann man nicht zählen. Aber jetzt will man mal nur über das Universum sprechen. Die Wissenschaftler, die sprechen, dass die totale Energie in Chemie und Physik, also die totale Energie von dem Universum ist konstant. Die Energie, die kann nicht zerstört werden. Die kann nie zerstört werden. Du kannst nur Energie umwandeln in andere Energie. Aber es kann nie zerstört werden. Es kann nur transformiert werden. In Chandi, you know Chandi? Chandi, you know, at the time of Durga Puja, they speak Chandi. Ja, Devi Sarva Bhutesu Shakti. Also in Durga Puja, da sprechen sie so ein Mantra. You find in Chandi is mystery there. How Einstein could realize? Also Einstein, wie hat er das realisieren können? Also wir sind sehr verwundert. Einstein, der ist in Deutschland gewesen, der hat kein Darshan gemacht, aber wie hat er jetzt zu der Zeit so Philosophie und so Verständnis kriegen können? Das bedeutet, eben durch die Persönlichkeit, durch die höchste Persönlichkeit Gottes hat er das machen können. Das aufzeigen können. Also man kann alles machen bei der Barmherzigkeit vom Höchsten Herrn. Er hat uns ja schon gesagt, 10 Tage davor. Sri Chaitanya Prabhu Mande Bala Taran Also das Siddhanta, das ist ein Ozean. Die Philosophien, das ist ein Ozean. Also den kann man nicht überqueren. Den kann man nicht überqueren. Da sind Haie in dem Ozean und Krokodile im Ozean und die wollen die töten. In dem Ozean von philosophischer Schlussfolgerung. Also wie kannst du den Ozean überqueren, den materiellen Ozean? Nur bei Chaitanya Mahaprabhus Mercy. Und das geht nur bei der Barmherzigkeit von Chaitanya Mahaprabhu. Die materielle Gelehrtheit oder Geld und die Dinge, das nutzt dir alles nichts. Du kannst nicht erfolgreich werden durch das. Also wenn du die höchste Persönlichkeit wissen willst, dann kann die Maya Devi einen großen Schlag geben, einen großen Kick und du fällst wieder weit zurück. Nur bei der Barmherzigkeit von der höchsten Person kannst du das erkennen. Nayamatma Pravajanena Lapana Medana Madhuna Pahunashutana.
Es ist nicht verständlich ohne die Barmherzigkeit. So wie ist es möglich für einen Einstein, der was in Deutschland ist? Wie ist es möglich für ihn, dass er das realisieren hat können, dass überall Energie ist? Dasselbe ist eben in dem Mantra von Shakti Devi, von Durga. Das Devi, Durga, der ist überall in der Form von Energie. Überall, überall. Sarva Bhuteshu. Und das hat der Einstein hat es realisiert. Und deswegen hat er gesagt, dass ein Partikel von Materie, ein Partikel von Materie, Uranium, oder das kann alles umgewandelt werden in Energie. Also die Masse, das kann umgewandelt werden in Energie. Da gibt es die Formel, die bekannte. Die hat realisiert. Also die Energie ist gleichzusetzen zu der Materie. Also die Formel. So, Einstein hat gesagt, ich bin 100% sicher, aber ich kann es nicht prüfen. Und dann ist der bengalische Wissenschaftler, ein ganz großer Nobelpreisträger, das sind beide Nobelpreisträger gewesen, Einstein und der Wissenschaftler aus Bengal, auf der ganzen Welt. Alle Wissenschaftler, die wollten das prüfen, aber sie sind nicht erfolgreich gewesen. Aber der bengalische Wissenschaftler, der hat das formulieren können. Satyan Bose, der ist vom Calcutta Universität, von der Wissenschaftsuniversität, der hat das prüfen können. Now, advanced science speaking, that we are very surprised to see the mood of electron. Also wir sind zum Beispiel sehr erstaunt, wenn wir die Bewegungen von den Elektronen sehen oder Neutronen, Protonen, so wie sie in Orbit umkreisen. Die Wissenschaftler, die sind die können nicht verstehen, dass die Elektronen manchmal aus der Umlaufbahn von allein rausgehen. Sie wechseln die Umlaufbahn. Und dann sind die Wissenschaftler zu der Schlussfolgerung gekommen, dass die einen eigenen Willen haben, dass die Elektronen einen eigenen Willen haben. Und wie kann das schon sein, dass sie ganz unterschiedlich auf und ab gehen? Da gibt es keine Formel, keine Regulierung, nichts ist, was man da anwenden kann auf das. Das kann man nicht verstehen, nicht repräsentieren. Auf einem mathematischen Weg ist es nicht zu verstehen. Also jetzt denken wir, die Wissenschaftler denken, dass sie einen freien Willen haben. Also der freie Wille bedeutet Bewusstsein. Also nur die Bewusstseinsmaterie kann den freien Willen haben. Also die Wissenschaftler sind 100% sicher, dass die im überall sehen, dass überall das Bewusstsein ist. In Englisch findet man ein Wort, dass im Gott omnipräsent ist, überall. In Chandi, in dem Mantra von Durga, findet man dasselbe. Weil im Vedanta Sutra, da findet man eine Formel, ein Sutra, Shakti, Shakti, Matayo, Bed. Also das ist eine Formel in Vedanta. Shakti, Shakti, Matayo, Bed. Also die Energie, Shakti und Shaktiman. Derjenige, der was die Energie besitzt.
Shakti, you cannot find Shakti in suspended condition. Also man kann Energie nicht in einem formlosen Zustand sehen. Der braucht immer Form. Only it is possible to see Shakti when it is there in a pot. Also den kann man nur in einem Behälter sehen, die Energie. Die Energie kann nicht so frei sein. Die Energie, die ist in einem Behälter. Also nur wenn die Energie dann sorgt von dir, dann kann man das sehen. Ansonsten kann man die Energie nicht sehen. Also die Energie, die ist immer mitten Energieträger. Und in der materiellen Welt kann man auch nicht sehen die Form von der Energie. That you cannot see the sarup of sound. Then many times I told you, you cannot see the form of sound. Also viele Mal hat er uns schon gesagt, damit man eben die Form vom materiellen Klang nicht sehen kann. Aber it is possible to see the es ist möglich, form of sound, material sound. dass man eben den Klang sieht. Zum Beispiel so wie die Herzfrequenz. So bei der Kardiographie, da kann man das auch erkennen, in Herzschlag. Das wird dann umgewandelt in Form, der Klang. So das zeigt auf, es zeigt ihm auf, den Klang in Form. So wie können wir Harikata hören von einem Rekorder oder von einem Aufnahmegerät oder von einem Schallplattenspieler. Also wenn jemand singt, das ist dann schon aufgenommen und die Nadel auf der Schallplatte, die geht denselben Weg. Und nachher kann man genau denselben Klang wiederkriegen, weil sie denselben Weg geht, der was ihm aufgenommen worden ist auf der Schallplatte. So materieller Klang, der kann auch Form haben. Apakita Shabda Brahma. Also Apakita Shabda Brahma, der hat immer eine Form. Also materielle Energie, die hat auch eine Art von Form, aber wir können sie nicht sehen. Some devotee can enjoy the kripa of Durga Devi. Then you can see Durga Devi in front of you. Also manche Devotees, die haben die Möglichkeit, dass sie Durga sehen, die was ihr Barmherzigkeit gekriegt hat, und sehen sie die ganze Energie in der Welt. Und die materielle Energie sieht man dann in Form von Durga Devi. Und im Aprakata Jagat, im Aprakata-Universum sieht man die Yogamaya und in dem Universum die Mahamaya. Also er kann ein Beispiel geben vom Srimad Bhagavatam. Es ist geschrieben dort in der Brahma Samhita, dass Chayeva Jasya Bhuvanani Bibharti Durga. Shristi Pralayana Sari Shakti Eka. Chayeva Jasyam Bhuvani Bibharti Durga. Chayeva ist wie Schatten. Also die Durga, die Energie, das ist der Schatten von der Yogamaya. So original Yogamaya, das ist im Vaikuntha, in der spirituellen Welt. Originally Yogamaya is there in Vaikuntha Jagat, so you are getting shadow, the perverted reflection. Deswegen sieht man in der Welt den Schatten von ihr. Das ist Durga. In Bhagavatam you cannot Im Bhagavatam understand, but if I explain you can understand. You can see Bhagavatam kann man in sehen. Bhagavatam
when you see Urvashi, Also Urvashi, vanished from, der hat sich from whom? That Raja, big Raja. Who? That king. I speak repeatedly, but now I forget. I can speak, okay. That king is crying. Also der König Purva, der weint. Urvashi vanished. Urvasha ist gegangen. Und Urvasha hat gesagt, sie hat ihm gesagt, wenn du das Gelübde einhaltest, nachher bleibe ich am schönsten gehe. Aber Purva, der König, ist in Illusion, in Maya. Er denkt sich, oh, es war Kim. Maya. Das ist alles Illusion. Also wenn er weint, dann kommen einige Halbgötter und die sagen ihm, du kannst die Gandharvas verehren. Und die können die Urvashi für die organisieren. Und nachher haben die Gandharvas, das ist ein Ort von himmlischen Wesen, der man getrennten Aufenthaltsort, Gandharvas. Also die haben ihn jetzt betrogen, dass er eben die Urvashi wieder zurückkriegt. Aber die Gandharva, die machen jetzt einen Idioten aus dem König Purva. Die geben ihm so eine Art Lichtarrangierung, so Schatten. Es schaut eben so aus wie Urvashi, aber es ist ein Schatten, so ein Lichtspiel von ihr. Also sie machen Idioten zu ihm, aus ihm. Und nach einer gewissen Zeit hat er verstehen können, dass es eben nicht Urvashi ist. Und sie haben jetzt betrogen. Das ist so ein Lichtspielbetrug. Im Ramayana kann man das auch finden, das Siddhanta. Chaitanya Mahaprabhu, der wollte die Schlussfolgerung sprechen, bevor uns. Wenn Ravan, der Rakshasa, der Dämone, gekommen ist, um Sita wegzubringen, also wenn die Sita, wenn sie ihm Almosen geben wollte, ihm ein Ravan, weil er eben in der Form von einem Sannyasi gekommen ist und hat gebettelt, Bhavati Bhiksham Dehi. Und dann hat sie eben so einen Kreis gehabt ums Haus, das hat der Lakshman abgrenzt und er hat gesagt, überquer nicht die Linie, ansonsten kann ein Problem entstehen mit der Pfeil- und Bogenspitze. Und er hat dann Sita Devi eben gebeten, geh bitte nicht raus von der Umgrenzung. Und Ravan wollte eben Almosen nehmen in der Form von einem Sannyasi. Und dann hat sich zu ihr hat er ihm gesagt, dann, ich kann eben nicht zu dir gehen, du musst rauskommen, ich bin ein Wandermönch. Und dann hat die Sita Devi, die hat dann eben die Grenze überquert und wollte Almosen geben und zu der Zeit hat sie sofort Ravan gekidnappt und hat sie mitgenommen. That when Ravan wanted to arrest Sita, Sita Devi, Sarup Shakti of Ram, vanished from there. Also die Swarup-Energie, Swarup Shakti, der ist rausgegangen von der Form, was Ravan berührt hat. Somit hat er sie nie wirklich berührt. Also es war falsche Sita, nicht die wirkliche Sita.
ein Schatten von der Sita. Und sie hat Zuflucht genommen im Feuergott, in Agni Dev. Innerhalb von einer Sekunde ist der Siddhanta so passiert. So die wirkliche Sita, der ist verschwunden, aber der Schatten von der Sita, der falsche Sita, der hat Ravan berührt. Und Ravan hat sich gedacht, oh, ich kidnapp jetzt Sita und ich bringe sie weg. Und er hat sie auf seinen Wagen genommen und ist weggeflogen. Richtig. Chaitanya Mahaprabhu sagt eben, dass Ravan ein Rakshasa ist. Rakshasa bedeutet Tamagun, Asura ist Rajagun. Das Siddhanta spricht Chaitanya Mahaprabhu. Also Chaitanya Mahaprabhu ist nach Südindien gegangen, auf seiner Reise, um Barmherzigkeit überall zu verteilen. Er wollte Barmherzigkeit überall verteilen. Deswegen ist er überall nach Südindien gegangen. Aber der wirkliche Punkt war eben der, dass er Barmherzigkeit geben will. Er hat einen Brahmana getroffen in Südindien. Er hat schönes Bhajan gemacht von Ramachandra. Also der Brahmana, der hat eingeladen, oh, heute kannst du Prasadam zu mir genommen. Am Morgen hat der Mahaprabhu gesagt, oh, komm zu mir, nimm Prasadam da. Chaitanya Mahaprabhu ist eben dann gekommen. Aber nachher ist die Zeit schon vergangen, 12 O'clock, und er hat immer noch nicht gekocht. Chaitanya Mahaprabhu hat gesagt, oh, du hast mich eingeladen, aber kein Kochen, nichts ist organisiert. Und hat er sich gedacht, oh. Er war eben so in seiner Meditation auf dem Punkt, dass er eben gesehen hat, dass jetzt Ravan Sita gekidnappt hat. Und deswegen hat er eben nicht kochen können, weil er so absorbiert war. Er hat immer Ram chanted. Und nachher hat ihm Chaitanya Mahaprabhu gesagt, oder Chaitanya Mahaprabhu, he is doing nice bhajan, very actual bhajan, direct feeling. And sometimes that Vipra crying, I like to kill myself, I like to commit suicide. Also der Brahmana, der hat manchmal gesagt, oh, ich möchte ins Feuer gehen, wenn ich den Namen Ravan her, den Dämon, dass der eben jetzt die Swarup Shakti von Ram, Sita Devi, dass er die gekidnappt hat. So, ich will jetzt nicht mehr leben. Chaitanya Mahaprabhu sagt, warum weinst du? Warum weinst du? Es ist nicht möglich für Ravan, dass er die gekidnappt hat. Dann sagt der Brahmana, na, ich habe es ja gehört in Ramayana, dort ist es geschrieben. Aber Chaitanya Mahaprabhu hat gesagt, na, das kann nicht möglich sein. Und er hat ihm eben den Beweiszeug aus dem Kuma Purana in Hand geschrieben. Chaitanya Mahaprabhu in Brahman Samaj, when society, he hear this Siddhanta. Actually, he is Supreme Lord, knowing everything. But still he is expressing this kind of Leela. Er ist die höchste Persönlichkeit Gottes, er weiß alles, aber doch hat er das durch die Schrift aufgezeigt. And Shadow Sita came to deprive Ravan. Also der Schatten von Sita, der hat Ravan betrogen. Und das hat Chaitanya Mahaprabhu hat es zu ihm gesagt und hat ihm gesagt im Kuma Purana. Yes. Come back. So you see, he is speaking with that Brahman. See, I find from Kurva Puran this evidence. Sarup Shakti Sita, Ravan is Rakshas Tamagun. How Ravan can touch Sita Devi?
Also es ist nicht möglich für Ravan, der was in Tamagun ist, in der niedrigsten Form, dass der Sita Devi berühren kann. Er kann sie nicht sehen, er kann sie nicht fühlen, er hat keine Kraft, keine Energie. Das geht nicht. Deswegen, das war nur Schatten, weil er hat kein Bhakti. Premanjana Chorita Bhakti Vilojanena. Also wenn die Vision steigen kann durch Bhakti, Hingabe, nachher Sari Bhakti Daisha Viloka Yanti Amesi Sunas Varupam Govindamadi Purusham Tamaham Bhajan. In der Brahma Samhita ist der Vers. Chaitanya Mahaprabhu hat eben 2 Bücher von Südindien gekriegt. Eine ist Brahma Samhita und eine ist Krishna Karnamrita. Also, also du kannst nur die höchste Persönlichkeit sehen, wenn du die Kraft kriegst, wenn du genügend Bhakti hast, Hingabe. Nachher kannst du es sehen. Aber ansonsten nicht. Ramchandra Puri hat noch nicht sehen können. Er steht sogar direkt vor der höchsten Persönlichkeit Gottes. Und er spricht mit der höchsten Persönlichkeit Gottes. Some sort of altercation took place. Not altercation, actually he want to prove something false. Sannyasi is so greedy. Und er hat sogar Fehler gefunden in dem Sannyasi Chaitanya Mahaprabhu. Er hat ihm aufgezeigt, oh, so viele Ameisen, was da in deinem Bhajan-Kutir sein. Du musst so gierig nach Süßigkeiten sein. So, Ramchandra Puri is standing in front of Chaitanya Mahaprabhu, the Supreme Lord. Also Ramchandra, der steht direkt vor der höchsten Persönlichkeit Gottes, aber kann ihn nicht sehen. Er streitet sogar mit der höchsten Persönlichkeit Gottes. Du bist so gierig. Du nimmst so viele Süßigkeiten. Aber Ishvara Buribhat, der kann die höchste Persönlichkeit sehen und erkennen. Alle die Geweihten auf Chaitanya Mahaprabhu, die können ihn sehen. Die können ihn sehen. Sogar Vallabhacharya. Aber er mit falschem Ego zu ihm gekommen ist, hat er noch nicht sehen können. Er hat immer zu Chaitanya Mahaprabhu gesagt, oh, ich will wirklich ein neues Kommentar schreiben zum Srimad Bhagavatam. Ich kann das Kommentar zum Srimad Bhagavatam von Sridhar nicht annehmen. Chaitanya Mahaprabhu sagt, warum? Sridharam Vetti Nishinga Prasadat. Also bei der Barmherzigkeit von Nishingadev, Sridhar Swami, der hat das Kommentar geschrieben zum Srimad Bhagavatam und er weiß alles. Also er kann volles Kommentar darüber geben im Srimad Bhagavatam. Bei der Barmherzigkeit von Nishinga Bhagavan. Aber du sagst jetzt, dass Sridhar Maharaj das nicht erklären kann, richtig? Also Sridhar Swamipad hat das erste Kommentar zum Srimad Bhagavatam geschrieben. Nachher hat man so viele mehr gekriegt, 18 verschiedene. Sridhar Swami, Madhavacharya, Vijay Raghav, verschiedene Kommentare. Vallabhacharya hat da einen Kommentar geschrieben, 18 verschiedene. Aber original, das ist geschrieben von Sridhar Goswami bei der Barmherzigkeit von Chaitanya Mahaprabhu. Aber jetzt sagt der Vallabhacharya vor ihm, vor Chaitanya Mahaprabhu, das kann ich nicht wirklich akzeptieren, was der geschrieben hat.
und sagt ihm der Chaitanya Mahaprabhu, oh, da ist so viel falsches Ego vorhanden in dir. Du kannst das Kommentar nicht akzeptieren. Er ist wie ein Prostituierter, der was nur vergehen geht gegen Sridhar Maharaj. Because Jivatma anyway is Shakti. If I use her, no problem. Jivatma, all Jivatma, Shakti. Human character, Siman character, we speak, actually it is one kind of title. Actually all Jivatma, they are Shakti. Who is Purush? Also wer ist wirklich Purush? Es sind alles... Purush, this word written in Bhagavatam only this way. Alles Shakti, alle Seelen sind Shakti, das sind alles Titel. Er, sie, Mann, Frau. Die Seele, die ist in dem Körper. Und die Seele, den nennen wir Purush. Es gibt zwei Purush. Ein Purush ist Jiva und das zweite Purush ist Paramatma. Also der Körper kann Mann oder Frau sein, aber reiner Vaishnava, der wird nie so sprechen, das ist Mann oder Frau. Der sieht immer nur Jivatma. Er kann das sehen und er kann Krishna in jedem von seinem Herzen sehen, in der Form von Paramatma. So, pure dehe basati iti purushaha. Why we speak purusha? Also warum spricht man Purush? Savai pumsam paro dharmo yato bhaktira dakshacha. Ahaitu ki kriti jatmas supratit. Sava ist das nicht immer Bhagavatam. Savai pumsam paro dharmo yato bhaktira dakshacha. Savai pumsam paro dharmo yato bhaktir radhokhaye. Ahetukya pratyata jayatma su prasidati. You have unabated bhakti. Also, uncontrolled. Wenn du it is like automatic bhakti, flowing like Ganga. Fließende Bhakti hast, die was wirklich zu Krishna fließt, der Herz von dem Herzen, das fließt zu Krishna, dann nur auf die Art und Weise kann man die höchste Persönlichkeit sehen. Im Srimad Bhagavatam ist der Verse Savai Pumsa Paro Dharma. Das ist das Vaishnav Dharma, Bhagavad Dharma. In Sanskrit Savai Naiva. Was ist zu 100%? Zu 100%. Also wenn die Bhakti entwickelst, zu 100%, was fließt von deinem Herzen, dann kann man sagen, du bist ein Vaishnava. Also dann praktizierst du wirklich Vaishnava Dharma, Bhagavad Dharma. Ansonsten, wenn du Unterscheidungen hast, dass du sagst, oh, die sind arm, die sind reich, die sind schön, die sind schier, das ist ein Mann, das ist eine Frau, die ganzen falschen Vorstellungen, das sind in unserem Geist. Deswegen aus dem muss man rauskommen, aus dem Verständnis. Wenn du in dem Leben keinen reinen Vaishnava findest, nach einem Wort auf dein nächstes Leben. Geh nicht zu irgendwelchen falschen Sadhus. Das spricht Srila Bhaktivinoda Thakur, der sagt es. Also du kannst keine Kraft geben. Von der Vaibhum Samparo Dharmo Yato Bhaktira Dakshacha. Vaibhum Samparo Dharmo Yato Bhaktira Dakshacha. Also wenn du die Bhakti hast, dann kannst du komplett zufrieden sein.
total, also komplett zufrieden. So für mich nichts, wenn du die reine Bhakti entwickelt hast. Also es ist keine Unzufriedenheit in deinem Leben. Keine Unzufriedenheit, nichts davon, kein Hauch. Now, I told you, Gaura Shakti Swarupaya. Also Gaura Shakti Swarupaya. Gaura Corona Shakti Vigraha Namostude. Es sind verschiedene Pranam-Mantras. Also wenn Chaitanya Mahaprabhu, auch Guru, der gibt Kripa, Barmherzigkeit, dann ist das auch eine Art von Energie. When Prabhu wanted to express Kripa, also wenn Guru und Vaishnava die Welt Barmherzigkeit zu dir geben, das ist eine Art von Energie. Also er hat uns gerade jetzt erklärt, die totale Energie von dem Universum, von dem Materiellen ist konstant. Also keiner kann Energie zerstören. Nur Energie kann transformiert sein von einer Energie zu der anderen, aber sie kann nicht zerstört werden. Das ist dasselbe Punkt, eben Einstein wollte es aufzeigen. Zum Beispiel 1 Milligramm Uranium, also 1,00 Milligramm Uranium, wenn das umgewandelt wird in Energie, nachher was hat das für Auswirkungen? Ist unglaublich. Es ist leider 1,1 Milliliter Uranium. Aber da ist eine Auswirkung von Energie, es ist eine enorme Energie, was da rauskommen kann aus dem kleinen Partikel. Und dasselbe ist mit der Seele, das sind auch solche kleine Partikel, aber voller Energie. Also man braucht die Barmherzigkeit von Shakti, von der Energie, von Krishna, von Sadhguru Vaishnava. Also die Energie, die ruht immer im Behälter von der Energie. Man kann so, wir wissen, Radha und Govinda, das ist dasselbe. Wir sehen zum Beispiel Chaitanya Mahaprabhu, das ist Radha und Krishna zusammen in einer Form. Aber in der spirituellen Welt kannst du auch die Shakti in einer separaten Form sehen. Also da ist Krishna und die Radharani ist separat, aber in Wirklichkeit sind sie nicht verschieden. Also du kannst sehen, dass sie da stehen, am Altar separat, Radha und Krishna, aber sie sind wirklich eins. Also sie sind nicht verschieden voneinander. Er hat uns ja schon einmal gesagt, Radhini Shakti Asmat Ekatmanavapi. Also wenn Radha und Govinda in A-Form sein, nachher sieht man Chaitanya Mahaprabhu. Dann schönsten sind es 2 Formen. Aber es ist nicht verschieden, die Form. Sie Radha, also wir können das separat sehen, Radha und Krishna, aber doch, sie sind nicht verschieden voneinander, sie sind eins. Und heute ist auch der Erscheinungstag von Jahnava Devi, auch der Erscheinungstag von Sita Devi. Also einen wichtigen Punkt, über den will er sprechen. Wenn man irgendeinen Avatar findet, Krishna ist immer Avatari.
Sri Krishna ist nicht Avatar. Sri Krishna is not avatar. Sri Krishna is avatari. Er ist Avatari. Avatari means from Das Sri Krishna bedeutet, avatar. von ihm kamen alle anderen Avatare. Sri Krishna is not actually avatar. Avatari. Follow what I say. So all avatar coming from Krishna. So, alle Avatare, die kamen in Wirklichkeit original von Krishna. Originally everything coming from Krishna. Alles kommt original eben von Krishna, von der höchsten Persönlichkeit Gottes. Das ist die Ursache von allen Ursachen. Now point is that from Krishna we are fine. Also, jetzt kann man sehen, dass von Krishna, Ram, Nishinga, Vigraha, all die verschiedenen Avatare, Kurmadev, die kamen alle von ihm. Vamandev, so viele. We are getting. So we can find that whenever Supreme Lord coming, So, deshalb, wenn die höchste Persönlichkeit in die verschiedenen Formen kommt, vielleicht in der Form von Nishingadev, oder in der Form von Kurmadev, oder in der Form von Virahadev, jedes Mal, wenn Bhagavan, die höchste Persönlichkeit, kommt, in verschiedenen Formen, eine spezielle Energie ist da wie die. Also wenn Virahadev kommt, nachher ist Viraha Lakshmi. Das ist die Energie, das ist der Konsort, der Begleiter von ihm. Lakshmi Nisinga, wir sprechen. Kurma hat da ein Ort von Lakshmi. Ramchandra, da ist es Sita Devi. Wenn Chaitanya Mahaprabhu kommt, Vishnupriya, Lakshmipriya. Wenn Nityananda kommt, dann Vasudha und Jahnava Devi. So jede Form, die was kommt von der höchsten Persönlichkeit Gottes, die hat eine Energie mit sich. Also eine spezielle Energie, spezielle Shakti. Das, was eben das Lila unterstützt. Like Chaitanya Mahaprabhu doing Lila. Why? Because Jahnava Vasudha, actually, Vishnupriya und Lakshmi. Also wie zum Beispiel bei Chaitanya Mahaprabhu, das Lila wird nicht komplett sein, ohne der Lakshmi Devi und Vishuddha Devi. Und das Lila wird auch nicht komplett sein von Nityananda mit Vasudha und Jahnava Devi. So jedes Mal, wenn die höchste Persönlichkeit Gottes kommt, dann kann man immer eine spezielle Energie mit ihm sehen, die was das Lila unterstützt. Also wenn Lakshmi Devi mit Nishinga Bhagavan kommt, die Lakshmi Devi kommt aber auch nicht mit Virahadev. Das ist verschieden dann, obwohl sie original alles Gleiche sind von Radharani, ursprünglich. Original kommt bei mir jede Energie von Radharani. Originally all Shakti coming from Radharani, but still they are not all the same. Aber doch, sie sind nicht alles selber. Das Lakshmi Nishinga ist nicht gleich wie Lakshmi Viraha. Ram Sita ist nicht selber wie Lakshmi Narayan. Obwohl es original selber ist, aber da doch eine Art von Verschiedenheit ist da. Koti Vishnu Lokanam Rapatmachajite Himadrija Bulomaja Virincha Javara Prade. Also da in dem Vers von Kipakatakshabhajanam ist immer, dass alle Energien von Radharani kommen, alle Shaktis von Radharanis Original. Ursprünglich. So heute ist der Erscheinungstag von Sita Devi. Sita Devi ist der Konsort, ist der Ramchandra, der Begleiter. Also sie ist die Swarup Shakti von Ramchandra. Und die machen verschiedene Art von Lilas. Also wenn man eben sieht, wo Sita Devi gekidnappt wird von Ravan, das ist aber nicht der Siddhanta.
kann nicht sein. Es ist nur ein Schatten, was kidnappt worden ist. Though in Raman you can find Sita Devi abducted by Ravan. But Siddhanta, this Siddhanta is not perfect. Also das Siddhanta ist nicht korrekt. Wenn man eben sagt, dass Sita gekidnappt worden ist von Ravan. Na, weil how it is possible for Ramchandra to take Sita Sita from Ramchandra Sita ist eben immer zusammen mit Ram. to Lanka. Lanka, you know, Singhal at present. Also sie kann nicht gekidnappt werden. Ravan putting Sita Devi in Ashok Ban. Und Ravan, der hat die Sita entführt in Ashokban, das ist ein Wald Ravan cannot in see Sri Lanka. Ravan is Ravan Rakshas. kann nicht wirklich die Sita Devi sehen, er sieht nur den Schatten. Hanumanji cannot see Sita Devi. Why? Because Hanumanji having big bhakti. Hanuman, der kann zum Beispiel Sita Devi sehen, weil der eine große Bhakti hat, viel Hingabe zu seinem Herrn. Und ihm ist es möglich, es zu sehen. Das ist, warum Hanuman es ihm was möglich, dass er den Ozean überqueren kann mit einem Sprung und Sita Devi zu ihr kommen kann. Why? Warum? Because Hanumanji having full bhakti. Weil eben Hanuman, der hat volle Hingabe. Argument that Maharaj, that Sita is shadow Sita. I know, shadow Sita. But this Siddhanta is also correct. Shadow Sita and Sita, non-different. Also da, Because this Durga in this material is non-different from Yogamaya. Schatten von Sita Follow my Siddhanta. und Somebody can put argument in front originale Sita sind auch nicht verschieden, weil in der Welt, da ist Yogamaya und der ist Mahamaya. that is shadow Sita. But I can put this argument, see, Also einer kann sagen, dass dort in Lanka ist die falsche Sita, aber man kann auch den Punkt sagen, dass auch die falsche Sita nicht verschieden ist von der wirklichen Sita. Das muss man so verstehen, das Siddhanta. Also wenn du jetzt in Navadvip, du Braudamatala gehst, also alle materiellen Leute, die gehen dorthin und die sagen, Ma, Durga, Durga, Janam Dehi, Janam Dehi. Oh Mutter, gib mir Geld, Opulenz, Reichtum, Vergnügen. Aber wenn Vaishnava dorthin gehen, Kula Devi Yogamaya, Mora Kripa Kori, Asane Samvari Be, Kore Vishadhari, Echite Dora Mare, Himahimanyo, Krishna Che. Also das ist Kirtan von Srila Bhaktivinoda Thakur. Da ist das Kommentar von Srila Bhaktivinoda Thakur Sada. Das muss man lesen, dass du das Siddhanta verstehen kannst. Ansonsten fängst du nur an zu diskutieren mit dir über verschiedene Schlussfolgerungen von den Schriften. Also da ist dann nichts fixiert in deinem Geist. Also heute ist der Erscheinungstag von Sita Devi. Die Sita Devi, was entführt worden ist von Ravan. Und wenn die Sita gegangen ist, nachher zu dem Ashram von Ravan, nachher hat sie all die ganzen Ornamente, hat sie alle, den ganzen Schmuck, hat sie alles im Wald von ihren Händen genommen, weggeworfen. Die ganzen Ringe, Armreifen, Nasenringe, alles hat sie im Wald weggeworfen. So dass eben auf irgendwie Art der Ram oder Lakshman, der kann das finden. Aber die Ornamente, die sind auch Bhakti. Die Ornamente sind nicht wirklich Ornamente. Das ist Navadevida Bhakti.
Also das ist wie bei Nityananda, der hat all die ganzen Ornamente, den ganzen Schmuck, hat er auf seinem Körper, der tragt den Schmuck auf sich. Und einer als Sannyasi, der fragt, oh, warum der Sannyasi tragt all den Schmuck? Dann Chaitanya Mahaprabhu sagt, oh, du bist dumm, so viele Ornamente, Armreifen und die Sachen. Aber das ist Navadvita Bhakti in der Form von die Schmuckstücke. Das ist auch transzendental, die Schmuckstücke. Aber wir können das nicht sehen und verstehen, weil wir keine Hingabe, keine Bhakti haben. Wenn du Bhakti hast, dann kannst du das verstehen und sehen. So, mit Ramchandra ist Sita Devi kommen. Aber wenn Ravan getötet worden ist, nachher ist Sita Devi gekommen, nachher war auch das Sacrifice von Feuersacrifice. Und dann ist die wirkliche Sita geprüft worden und sie ist rausgekommen aus dem Feuer. Also keiner kann sehen, dass die wirkliche Sita, die ist rausgekommen vom Feuer und die falsche Sita ist reingegangen ins Feuer, aber keiner kann das sehen. So, Ramchandra, der wollte ihn prüfen und aufzeigen, dass er Maryada Purushottam ist. So, er kann nicht tolerieren von. Also er kann nichts, er muss das muss eben geprüft werden, damit die Sita wirklich nichts gehabt hat mit Ravan, mit sie nicht berührt hat. Und nachher ist das eben für alle Leute, für die normalen Leute, weil im Ram der Purushottam Maryada ist, er zeigt es ihm auf, die richtigen Regeln und Regulierungen in verschiedenen Lebensumständen. Und so ist es dann für alle durch die Feueropfer, wo so ein Sita rausgekommen ist, ist es dann aufgezeigt worden, dass sie unschuldig ist. Supreme Lord Ramchandra, there is no problem with Ramchandra, but still to exhibit lila, to prove that if you are running behind a woman, you will have to suffer again and again. That's why Ramchandra proved this point. Ramchandra crying, oh Sita, you gone, I'm going to die. Ramchandra hat im Wald gerufen, wo sie gesucht hat, die Sita. Oh Sita, Sita, wo bist du, wo bist du, wo bist du? Und da wollte ihm aufzeigen, dass du, wenn du hinter eine Frau hernimmst, nachher rennst, nachher ist ein Riesenproblem. In Bengali you find, if woman is there with the big problem can come anytime. But still, women, they are also doing bhakti. That's why their bhakti is much more than us. So we cannot ignore them. But still we must be very careful. Aber doch, wir müssen aufpassen. Frauen haben eine sehr hohe Bhakti, mehr wie wir. Sita ultimately again and again Ramchandra wanted to prove that Sita is genuine. After that, Sita became very annoyed. Again and again. And Sita, after that, Sita, what happens? Also was ist danach passiert? Fire sacrifice. The Sita Devi fire standing. The fire cannot do any harm to Sita. Das Feuer hatte der Sita dann nichts antun können. Aber doch eben die Masse, die kann jetzt Zweifel sehen. Und die Sita, die hat das nicht mehr tolerieren können. Und nachher open. Und nachher ist die Erde aufgegangen und dann ist Sita wieder in die Erde eingegangen. Crack, and Sita Devi going inside earth, gone.
Nobody can see Sita anymore. After that, Ramchandra doing so many yajna. Und nachdem hat Ramchandra so viele Yagyas, Feuerzeremonien gemacht. Aber ohne Sita, also ein verheirateter Mann, ohne Frau kann er kein Yajna machen. Und deswegen ist ihm empfohlen worden, eine goldene Sita zu machen und die einzuweihen. Und nachher immer, wenn er ein Yajna macht, nachher ist die goldene Sita neben ihm. So I like to go back this Vigraha tattva. Yes, that day I was discussing. You are so foolish, you cannot understand these topics. I am explaining so analytically, still you cannot understand. I am not speaking deity. Mind it. I am using this word Vigraha. I am not using this deity. Also sagt nicht das Wort Deity, sagt Vigraha. All deity, not Weil eben Vigraha. alle Deities sind nicht Vigraha, aber alle Vigraha sind Deities. Follow my point, scientific Also point. folgt sie dem Punkt. Ramanuja Das ist ein wissenschaftlicher if one Punkt. deity is not installed by a Ramanuja realized spricht soul, auch über das, dass wenn ein Deity nicht installiert ist von einer wirklich reinen Seele, dann ist es nicht Vigraha. Also du kannst dich nicht vor der Deity verbeugen. Also es gibt viele Shivalingas installiert von materiellen Leuten, aber vor dem verbeugen wir uns nicht. Also nur wenn es installiert ist von einem reinen Vaishnava. So all deity not So alle Deities, das sind nicht Vigraha. Vigraha means, that day I was explaining this tattva. Vigraha is just equal to Also Supreme Lord. Vigraha ist das Gleiche wie die höchste Persönlichkeit selber. But you cannot give me realization. Deity is not all deity not equal Also to Vigraha. alle Deities sind nicht das All Gleiche. Vigraha is just equal to Supreme Lord. You are blind, that's you can. Alle Vigrahas, die sind wirklich gleichzusetzen mit der höchsten Persönlichkeit Gottes. Also wenn Chaitanya Mahaprabhu in Jagannath Tempel geht, dann Sikha, direkt Krishna. Wenn Chaitanya Mahaprabhu zu Jagannath schaut, nachher Sikha zu 100% Krishna, der was Radharani umarmt. Aber wenn wir jetzt dorthin schauen, dann sehen wir ein Deity ohne Hände, ohne Füße. Wie ist das möglich? Obwohl Mahaprabhu, Nityananda, Prabhu, Advaita, Shama, Sundar, Chintaguna, Swarupan, die können alle sehen. Was ist der Grund, warum können es wir nicht sehen? Was ist der Fehler mit uns? 8 Formen von Deities ist möglich. Soili, Lohi, Soili, Lohi, Tarpor, always speaking, Tarpor হচ্ছে Soili, Lohi, Darumoi, Lepta, Lekha, Chosaikiti. Also aus 8 Materialien kann man die Deities formen. Das ist im Srimad Bhagavatam aufgezeigt. Darumoi, Lohi, Lepya, Lekha, Chosaikiti. Monomoi, Monimoi. Monomoi, Monimoi. Also 8 different kind of 8 verschiedene. deity. He can construct. But if there is no pran, then there is no deity. Aber wenn da kein Leben, kein Pran drin ist, dann geht es nicht so leicht. Soeli bedeutet Stein. From stone you can. Aus Stein kann man, From wooden deity. aus Holz, Stone deity. Wooden deity. Iron deity. Iron deity.
aus Stahl. Aus Bilder, gemahlene Bilder, aus Sand. Aber mental, du kannst ja mental die Deity verehren, wenn in deinem Geist die Form von Radha und Krishna ist, dann kannst du die auch verehren im Geist. Jewel, oder Juwelen. Aus den 8 Formen können Deities machen, aber die müssen von einem reinen Vaishnava installiert sein. Und denen muss Leben geben sein durch einen reinen Vaishnava. Nachher wird der Deity zur Vigraha. Also dann ist die Vigraha, die ist 100% gleichzusetzen mit Krishna selber oder Chaitanya Mahaprabhu. Nityananda Prabhu, das ist alles wirklich dann Nityananda. Aber dass man das jetzt wirklich realisiert, da muss man auf und auf gehen im Bhajan. Ansonsten kann man das nicht sehen. Wenn du in Jaipur von Radha und Govinda gehst, dann kannst du nicht wirklich Radha Govinda dort sehen. Wenn wir nach Vrindavan gehen, Radha Shyam Sundar, wir können es auch nicht wirklich sehen. Wir können das nicht realisieren. Warum? Weil unser Bhajan eben nicht aufgeht auf die Stufe. Also es ist kein 100%iger Glaube, dass Deity wirklich Krishna ist. Also ihr müsst die Klasse immer und wieder hören. Und nachher kann man das mehr und mehr verstehen. Also all die Geweihten von Chaitanya Mahaprabhu, die können verstehen, die können die höchste Persönlichkeit sehen. Also weil er ihm erklärt hat in der heute ist Erscheinungstag von Jahnava Devi. Also wenn der Barmherzigkeit von Jahnava Devi ist, dann kann man nicht wirklich Bhajan machen. Das ist nicht möglich. Srila Bhaktivinoda Thakur hat auch gesagt. Very, very nice kirtan. You are not doing kirtan. I'm very angry with you. Wir machen nie Kirtan. Wir müssen eben Kirtan machen. Wir müssen die Kirtans folgen, aber keiner folgt dem Kirtanbuch von Srila Bhaktivinoda Thakur, Narodam Das Thakur. Nur als Harikatha kann man das nicht verdauen. So today is the appearance day of Jahnava Thakurani. So Jahnava Thakurani in Gaur-Lila, also Jahnava Thakurani is just equal to Ananga Manjari. Jahnava Thakurani ist das gleiche wie Ananga Manjari, die jüngere Schwester von Radharani. Ananga Manjari. But in Gaur-Lila, Nityananda, Jahnava. Aber in Gaur-Lila ist es Jahnava Thakurani. He is, taking active part as a guru. Also Jahnava Thakurani hat wirklich die Rolle von einem Guru angenommen. Großer Guru. Big guru. In Kheturi. In Kheturi. In dem Festival von Narodam Das Thakur. Also das war das größte Fest in der transzendentalen Geschichte. Also von überall, von Indien, sind verschiedene Vaishnavas gekommen, Tausende von Tausenden. Die haben sich alle versammelt und haben dort teilgenommen an dem Fest in Kheturi.
Es ist in Bangladesh. Native place of Narottama Thakur. Also der Geburtsort von Narottama Das Thakur. But I am bound to speak this way. Jahnava Thakurani was that took leading part. Also sie hat die Gruppe begleitet, Jahnava Thakurani, Like big acharya. wie ein großer Acharya. Under her guidance of Und unter ihrer Führung sind Tausende von den Tausenden Gottes, haben das Fest, an dem Fest teilgehabt. Und sie hat die Deities dort installiert. Sigaranga, Radhakanta, Vallavi. Self-manifested deity. Also selbstmanifestierte Deities. From a paddy go down. Also die hatten Shilanavatam Das Thakur gefunden in so einem Reissäcke, aber in die Reissäcke hat sich keiner getraut hinzugehen, weil die eben gesagt haben, da sind auch Schlangen drinnen. Aber Shilanavatam Das Thakur ist hingegangen. Very nice. So Jahnava Thakurani, we get one branch of Jahnava Thakurani. Parampara, Jahnava Thakurani, Parampara. Bhangshipadananda Prabhu, and their Parampara. Big, nice. Jahnava Thakurani took leading part. Also Jahnava Thakurani hat die Rolle angenommen, dass sie Without Jahnava Thakurani, we cannot think. Führt die Gruppe. Also wir können ohne Jahnava Thakurani geht gar nichts. Diese Energie von Nityananda. Jahnava Thakurani hat Bhajan gemacht in Radhakund. Also da ist ein spezieller Platz. Da ist Jahnava Thakurani und hat Bhajan gemacht. Jahnava Thakurani actually Ananga Manjari. Also sie ist Ananga Manjari. Also nur durch das Kirtan kann man das realisieren. Und zur selben Zeit von der Barmherzigkeit von Guru und Vaishnava werden eben die Siddhantas, die philosophischen Schlussfolgerungen erklärt. Nityananda Lila, Gauranga Lila. Sie erklärt es dort. Wanted to implement the heart of Nityananda Prabhu, right? It's fine. Last time, Jahnava Thakurani came here in Vrindavan. Das letzte Mal ist Jahnava Thakurani nach Vrindavan gekommen. Gopinath Temple. Im Gopinath-Tempel hat sie sich verbeugt und nachdem ist Thakurani verschwunden. Oh, wo ist sie jetzt hin? Und sie ist weg. Sie war weg. Und jetzt kann man sie finden in der Form von einer Deity. Und Gopinath hat sie umarmt und nachher ist sie eingegangen in ihm. Und Nityananda Prabhu, der ist nach Ekajak gegangen. Nityananda Prabhu ist ein Ekachakra eingegangen in die Deity. Very nice deity, I speak the name. Anyway, this way, you see, Jahnava Devi, we are thinking about Jahnava. At the time of, Sannyas Leela of Gauranga Mahaprabhu giving instruction to Nityananda to enter into family life. Why? Also Chaitanya Mahaprabhu, der hat Nityananda geraten, dass er in das Familienleben gehen soll. Also Nityananda Prabhu ist Avadut, der ist hinter alle Regeln und Regulierungen. Also nichts kann ihn binden in der Welt, keine Regeln und Regulierungen. Der ist komplett dahinter, steht er hinter den Dingen. Aber Chaitanya Mahaprabhu hat ihm gesagt,
Sannyasi, der kann ja nicht so viel in Kontakt kommen mit Grihastha, Devotees. Aber jetzt momentan, zu der Zeit, sind die ganzen Regeln alle gebrochen. Srila Bhaktivinoda Thakur, der weint, dass eben zur heutigen Zeit niemand wirklich die Regeln und Regulierungen folgen kann. Es ist normalerweise nicht möglich für Sannyasis und Brahmacharis, dass sie zu viel in Kontakt kommen mit den Haushältern. Also Grihastha Bhakta sind nach Puri, wenn die gegangen sind, die haben die Frauen, die haben keine Möglichkeit, dass sie vor die Sannyasis gehen. Die sind viel, viel weiter weg gewesen und verbeugen sich von der Distanz vor ihm. Es ist geschrieben im Chaitanya Charitamrita. Parameshvara, ein Devotee, der macht Süßigkeiten. Wenn Chaitanya Mahaprabhu so Lila gemacht hat, als kleiner Bur, zu der Zeit ist Mahaprabhu zu ihr Haus gekommen und hat verschiedene Süßigkeiten zu sich genommen. Und jetzt hat Mahaprabhu Sannyas genommen. Und dann ist Parameshvara, der ist jetzt gekommen. Also alle Devotees, die kommen vor Chaitanya Mahaprabhu als Sannyasi. Und dann ist Chaitanya Mahaprabhu hat ihm gesagt, oh, du bist jetzt auch gekommen. Sehr gut, sehr gut. King. Also, Parameshvara, kommst du? Von Mukunda, die Mutter. Der ist auch gekommen und dann ist Parameshvara hat gesagt, dass seine Frau auch kommt, nachher ist Mahaprabhu, der ist ganz schüchtern geworden und hat gesagt, oh, na, weil er ist Sannyasi, er kann nicht in Kontakt kommen mit Frauen. Und full sannyas brata is there with Nityananda. Even more than Gauranga. Also das komplette Sannyas-Vrat ist mit Nityananda Prabhu. Sogar mehr als wie mit Chaitanya Mahaprabhu. Das bedeutet, was bedeutet Sannyas? Damit man eben sein Leben komplett zu den Lotusfüßen des Höchsten Herrn gibt. Und deswegen ist er wirklich Sannyasi. Und Chaitanya Mahaprabhu ist die höchste Persönlichkeit. So, deswegen ist Nityananda Prabhu Sannyas-Vrat, das Gelübde ist mehr als wie das von Chaitanya Mahaprabhu, weil er ja die höchste Persönlichkeit Gottes ist. Und Sannyas bedeutet, dass du dir komplett hingibst der höchsten Persönlichkeit Gottes. Und nur Nityananda Prabhu kann so sprechen, weil er eben Seva Vigraha ist. Er gibt sein ganzes Leben zu den Lotusfüßen von Chaitanya Mahaprabhu. Er ist der perfekte Sannyasi. Aber man findet, dass Nityananda jetzt in Haushälterleben eingegangen ist, mit Jahnava und Vasudha, aber doch, er ist 100% Sannyas. Because Jahnava Vasudha is a eternal Shakti. Externally, they are coming in front of Vasudha and Jahnava. So who told you Nityananda is going to break his sannyas brata? Who told you? Also, foolish person, they don't know Siddhanta. Full sannyas is there even after marriage. Yes. Also, obwohl Nityananda verheiratet ist, er ist doch 100% Sannyas. Also man muss 100% Zuflucht suchen, mal reinem Vaishnava. Dann kann man das verstehen. Ansonsten hat man kein Recht zu sprechen. Also durch Jahnava Devi kriegt man die volle Barmherzigkeit. Der kann uns
wie Kuladevi Yoga Maya, das ist auch Kirtan da mit Jahnava Devi. Srila Bhaktivinoda Thakur hat das geschrieben. Very nice kirtan. You can get power. Because with kirtan, Bhaktivinoda is giving full power. Also durch das Kirtan gibt Srila Bhaktivinoda Thakur gibt volle Kraft. Also man soll Kartals in die Hand nehmen und chanten Hare Krishna, und Panchatattva, Sri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Yadvaita Gadadhars, Gaur Bhakta Vrinda. Also auf die Art und Weise, wenn du das machst, nachher kannst du das realisieren. Nur wenn du das chantest, ansonsten nicht, ist nicht möglich. Heute ist der Verscheidungstag von Madhu Pandit. Und vor Madhu Pandit hat sich Gopinath manifestiert. Also du kannst sein Samadhi in Jaipur finden. Jaipur, meine ist die Deity. So heute hat er das auf verschiedene Art und Weise erklärt, wie man die höchste Persönlichkeit sehen kann, wie man die Kraft kriegen kann. Was ist die Deity, was ist Vigraha? So, wenn du irgendeine Frage hast,